Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. 18. Gesang. Odysseus kämpft mit dem Bettler Iros. Amphinomos wird umsonst gewarnt. Penelopeia besänftigt die Freier durch Hoffnung und empfängt Geschenke. Odysseus, von den Mägden beleidigt, von Eurymachos verhöhnt und geworfen. Die Freier gehen zur Ruhe. Jetzo kam ein Bettler von Ithaka, welcher die Gassen Haus bei Haus durchlief, ein weit berüchtigter Vielfraß. Immer füllt er den Bauch mit Essen und Trinken und hatte weder Stärke noch Kraft, so groß auch seine Gestalt war. Dieser hieß Aeneas, denn also nannt ihn die Mutter bei der Geburt. Allein die Jünglinge nannten ihn Iros, weil er gerne mit Botschaft ging, wenn es einer verlangte. Dieser kam, Odysseus von seinem eigenen Hause wegzutreiben. Er schalt ihn und sprach die geflügelten Worte: Geh von der Türe, du Greis, dass man nicht beim Fuße dich schleppe. Merkst du nicht, wie man rings mit den Augenwimpern mir zuwinkt, dich von hinnen zu schleppen? Allein ich scheue mich dennoch. Auf denn, oder es kommt noch zwischen uns beiden zum Faustkampf. Zürnend schaute auf ihn und sprach der weise Odysseus: Elender, hab ich doch nimmer mit Wort oder Tat dich beleidigt. Auch missgönn ich's dir nicht, wie viel dir einer auch schenke. Und die Schwelle hat Raum für uns beide. Du musst nicht so neidisch sehn bei anderer Milde. Du scheinst mir ein irrender Fremdling, eben wie ich. Der Reichtum kommt von den seligen Göttern. Aber fordre mich nicht so übermütig zum Faustkampf, dass ich nicht zürn und dir, trotz meines Alters, mit Blute Brust und Lippen besudle. Dann säß ich morgen vermutlich noch geruhiger hier, denn schwerlich kehrtest du jemals wieder zurück in das Haus des Laertiaden Odysseus. Und mit zürnendem Blick antwortete Iros, der Bettler: All ihr Götter, wie rasch der verhungerte Bettler da plappert, recht wie ein Heizerweib. Ich möcht es ihm übel gedenken, rechts und links ihn zerdreschen und alle Zähn aus dem Maul ihm schlagen, wie einer Sau, die fremde Saaten verwüstet. Auf und gürte dich jetzo, damit sie alle des Kampfes Zeugen seien. Wie willst du des Jüngeren Stärke bestehen? Also zankten sie sich vor der hohen Pforte des Saales, auf der geglätteten Schwelle, mit heftig erbitterten Worten. Ihre Worte vernahm Antinoos heilige Stärke, und mit herzlicher Lache begann er unter den Freiern: So was, ihr Lieben, ist uns bisher noch nimmer begegnet. Welche Freude beschert uns Gott in diesem Palaste! Jener Fremdling und Iros, die fordern sich jetzo einander zum Faustkampfe heraus. Kommt eilig, wir wollen sie hetzen.
Also sprach er, und schnell erhuben sich alle mit Lachen und versammelten sich um die schlecht gekleideten Bettler. Aber Eupeithes Sohn Antinoos sprach zur Versammlung: Höret, was ich euch sage, ihr edelmütigen Freier. Hier sind Ziegenmagen mit Fett und Blute gefüllet, die wir zum Abendschmaus auf glühende Kohlen geleget. Wer nun am tapfersten kämpft und seinen Gegner besieget, dieser wähle sich selbst die beste der bratenden Würste. Künftig find er auch immer an unserem Mahle sein Anteil, und kein anderer Bettler soll diese Schwelle betreten. Also sprach er, und allen gefiel Antinoos Rede. Listen sinnend begann der erfindungsreiche Odysseus: Lieben, ich alter Mann, durch so viel Elend entkräftet, kann unmöglich die Stärke des jüngeren Mannes bestehen. Aber mich zwingt der Hunger, die härtesten Schläge zu dulden. Nun, wohlan, verheißt mir denn alle mit heiligem Eidschwur, dass nicht Iros zuliebe mich einer mit nervichter Rechte freventlich schlagen will, ihm seinen Sieg zu erleichtern. Also sprach er, und alle beschworen, was er verlangte. Und die heilige Kraft Telemachos redete jetzo: Fremdling, gebeut es dein Herz und deine mutige Seele, treib ihn getrost hinweg und fürchte der andern Achaier keinen. Wer dich verletzt, der hat mit mehreren zu kämpfen. Dein Beschützer bin ich, und beide verständige Fürsten hegen, Antinoos dort und Eurymachos, gleiche Gesinnung. Seine Rede lobten die übrigen, aber Odysseus gürtete sich um die Scham mit seinen Lumpen und zeigte schöne, rüstige Lenden. Auch seine nervichten Arme wurden entblößt, die Brust und die breite Schulter. Athene schmückt unsichtbar mit Kraft und Größe den Hirten der Völker. Aber die Freier alle umstaunten die Wundererscheinung. Einer wendete sich zu seinem Nachbarn und sagte: Iros, der arme Iros, bereitet sich wahrlich ein Unglück. Welche fleischichte Lende der Greis aus den Lumpen hervorstreckt. Also sprachen die Freier, und Iros ward übel zumute. Aber es gürteten ihn mit Gewalt die Diener und führten ihn, wie er zitterte, fort, und sein Fleisch umbebte die Glieder. Und Antinoos schalt ihn und sprach mit drohender Stimme: Wärst du doch tot, Großprahler, ja wärst du nimmer geboren, da du vor diesem so bebst und so entsetzlich dich anstellst, vor dem alten Manne, den mancherlei Elend geschwächt hat. Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich erfüllet: Schlägt dich dieser zu Boden und geht als Sieger vom Kampfplatz, siehe, dann send ich dich gleich im schwarzen Schiffe
zum König Echetos in Epeiros, dem Schrecken des Menschengeschlechtes, dass er dir Nas und Ohren mit grausamem Erze verstümmle und die entrissene Scham den Hunden gebe zu fressen. Sprach's, da zitterte jener noch stärker an Händen und Füßen, aber sie führten ihn hin, und beide erhoben die Fäuste. Nun ratschlagte bei sich der herrliche Dulder Odysseus, ob er ihn schlüge, dass gleich auf der Stelle sein Leben entflöhe, oder mit sanftem Schlage nur bloß auf den Boden ihn streckte. Dieser Gedanke schien dem Zweifelnden endlich der beste: sanft zu schlagen, um nicht den Achaiern Verdacht zu erwecken. Iros schlug mit der Faust die rechte Schulter Odysseus, dieser ihm unter das Ohr an den Hals, daß der Kiefer des Bettlers knirschend zerbrach und purpurnes Blut dem Rachen entstürzte. Schreiend fiel er zu Boden, ihm klappten die Zähn und die Füße zappelten stäubend im Sand. Da erhuben die mutigen Freier jauchzend die Händ und lachten sich atemlos. Aber Odysseus zog ihn beim Fuß aus der Tür und schleppt ihn über den Vorhof durch die Pforte der Halle. Da lehnt er ihn mit dem Rücken gegen die Mauer des Hofs und gab ihm den Stab in die rechte. Und er redet ihn an und sprach die geflügelten Worte: Sitze nun ruhig hier und scheuche die Hund und die Schweine, hüte dich ferner, den Armen und Fremdlingen hier zu befehlen, elender Mensch, damit dir kein größeres Übel begegne. Also sprach er und warf um die Schulter den hässlichen Ranzen, allenthalben geflickt mit einem geflochtenen Tragband, ging zur Schwelle zurück und setzte sich. Aber die Freier gingen mit herzlichem Lachen hinein und grüßten ihn also: Fremdling, dir gebe Zeus und die andern unsterblichen Götter, was du am meisten verlangst und was dein Herz nur begehret, weil du unsere Stadt von dem unersättlichen Bettler hast befreit. Bald werden wir ihn fortsenden zum König Echetos in Epeiros, dem Schrecken des Menschengeschlechtes. Also sprachen die Freier. Der vorbedeutenden Worte freute der edle Odysseus sich herzlich. Antinoos bracht ihm jetzo den großen Magen mit Fett und Blute gefüllet, und Amphinomos nahm 2 Brot aus dem zierlichen Korbe, brachte sie, trank ihm zu aus goldenem Becher und sagte: Freue dich, fremder Vater, es müsse dir wenigstens künftig wohl ergehen, denn jetzo umringt dich mancherlei Trübsal. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Du, Amphinomos, scheinst mir ein sehr verständiger Jüngling und ein würdiger Sohn von deinem rühmlichen Vater Nisos, der, wie ich höre, ein edler und mächtiger König in Dulichion ist. Dein Blick
verkündiget Scharfsinn. Darum sage ich dir jetzt, nimm meine Worte zu Herzen. Siehe, kein Wesen ist so eitel und unbeständig als der Mensch von allem, was lebt und webet auf Erden. Denn solange die Götter ihm Heil und blühende Jugend schenken, trotzt er und wähnt, ihn treffe nimmer ein Unglück. Aber züchtigen ihn die seligen Götter mit Trübsal, dann erträgt er sein Leiden mit Ungeduld und Verzweiflung. Denn wie die Tage sich ändern, die Gott vom Himmel uns sendet, ändert sich auch das Herz des Erde bewohnenden Menschen. Siehe, ich selber war einst ein glücklicher Mann und verübte viel Unarten, vom Trotz und Übermute verleitet, weil mein Vater mich schützte und meine mächtigen Brüder. Drum erhebe sich nimmer ein Mann und frevele nimmer, sondern genieße, was ihm die Götter bescheren, in Demut. Welchen Greuel erblick ich, den hier die Freier beginnen, wie sie die Güter verschwelgen und schmähen die Gattin des Mannes, welcher vielleicht nicht lange von seinen Freunden und Ländern ferne bleibt, vielleicht schon nah ist. Aber es führe dich ein himmlischer Heim, dass du nicht jenem begegnest, wann er wieder zurück in sein liebes Vaterland kehret. Denn die Freier allhier und jener trennen sich schwerlich, ohne Blut voneinander, sobald er unter sein Dach kommt. Also sprach er und goss des süßen Weines den Göttern, trank und reichte den Becher zurück dem Führer der Völker. Dieser ging durch den Saal mit tief verwunderter Seele und mit gesunkenem Haupt, denn er ahnete Böses im Herzen. Dennoch entrann er nicht dem Verderben. Ihn fesselt Athene, dass ihn Telemachos Hand mit der Todeslanze vertilgte, und er setzte sich nieder auf seinen verlassenen Sessel. Aber Ikarios Tochter, der klugen Penelopeia, gab Athene, die Göttin mit blauen Augen, den Rat ein, sich den Freiern zu zeigen, auf dass sie mit täuschender Hoffnung ihre Herzen noch mehr erweiterte und bei Odysseus und Telemachos sich noch größere Achtung erwürbe. Und sie erzwang ein Lächeln und sprach mit freundlicher Stimme: Jetzt, Eurynome, fühl ich zum ersten Mal ein Verlangen, mich den Freiern zu zeigen, wie sehr sie mir immer verhasst sind. Gerne möcht ich den Sohn zu seinem Besten erinnern, dass er ganz die Gesellschaft der stolzen Freier vermeide, denn sie reden zwar gut, doch heimlich denken sie Böses. Aber die Schaffnerin Eurynome gab ihr zur Antwort: Wahrlich, mein Kind, du hast mit vielem Verstande geredet. Gehe denn hin und sprich mit deinem Sohne von Herzen, aber bade zuvor den Leib und salbe dein Antlitz, denn du musst nicht so mit Tränen umflossenen Wangen hingehen. Unaufhörlicher Gram vermehrt nur das Leiden.
Siehe, du hast den erwachsenen Sohn, und du wünschest ja herzlich, dass dir die Götter gewährten, ihn einst im Bade zu sehen. Ihr antwortete drauf die kluge Penelopeia: O, so gut du es meinst, Eurynome, rate mir das nicht, meinen Leib zu baden und meine Wangen zu salben, denn die Liebe zum Schmuck ward mir von den himmlischen Göttern gänzlich geraubt, seit jener in hohlen Schiffen hinwegfuhr. Aber lass mir Autonoe gleich und Hippodameia kommen. Sie sollen mich in den Saal hinunter begleiten, denn es ziemet mir nicht, allein zu Männern zu gehen. Also sprach sie, da ging die Schaffnerin aus dem Gemache, brachte der Fürstin Befehl und trieb die Mägde zu eilen. Jetzo ersann ein anderes die heilige Göttin Athene. Siehe, mit süßem Schlummer umgoß sie Penelopeia, und sie entschlief hinsinkend. Die hingesunkenen Glieder ruhten sanft auf dem Sessel. Da gab die heilige Göttin ihr unsterbliche Gaben, damit sie die Freier entzückte, wusch ihr schönes Gesicht mit ambrosischem Öle der Schönheit, jenem, womit Aphrodite, die schön gekränzte, sich salbet, wann sie zum reizenden Chore der Charitinnen dahinschwebt. Schuf sie höher an Wuchs und jugendlicher an Bildung, schuf sie weißer als Elfenbein, das der Künstler geglättet. Als sie dieses vollbracht, entschwebte die heilige Göttin. Lärmend stürzten anjetzo die Mägde mit Lilienarmen aus dem Saale herein. Da verließ sie der süße Schlummer, und sie rieb mit den Händen die schönen Wangen und sagte: Ach, ein sanfter Schlaf umhüllte mich herzlich betrübte. Einen so sanften Tod beschere die göttliche Jungfrau Artemis mir jetzt gleich, damit ich Arme nicht länger mich abhärme vor Gram um meines trauten Gemahles edles Verdienst, denn er war der herrlichste aller Achaier. Also sprach sie und stieg vom prächtigen Söller herunter, nicht allein, sie wurde von 2 Jungfrauen begleitet. Als das göttliche Weib die Freier jetzo erreichte, stand sie still an der Schwelle des schönen, gewölbeten Saales. Ihre Wangen umwallte der feine Schleier des Hauptes, und an jeglichem Arm stand eine der stattlichen Jungfrauen. Allen erbebten die Knie, es glühten die Herzen vor Inbrunst und vor banger Begierde, mit ihr das Lager zu teilen. Und zu Telemachos sprach die zärtliche Penelopeia: Sohn, in deinem Herzen ist weder Verstand noch Empfindung. Weit vernünftiger hast du dich schon als Knabe bewiesen. Nun, da du größer bist und des Jünglings Alter erreicht hast und ein Fremder sogar aus der schönen und trefflichen Bildung schließen kann, du seist von edlem Samen entsprossen. Siehe,
nun zeigt dein Herz so wenig Verstand und Empfindung. Welch unwürdige Tat ist hier im Saale geschehen, da man den Fremdling so sehr misshandelte. Saßest du ruhig? Aber wie, wenn ein Fremdling bei uns in unserem Hause Hilfe sucht und dann so schnöde Beleidigung duldet? Dieses bringt dir ja Schimpf und Verachtung unter den Menschen. Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Meine Mutter, ich will nicht murren, dass du mir zürnest. Freilich fehlt es mir jetzo nicht mehr an Verstand und Erfahrung, Gutes und Böses zu sehen, denn ehmals war ich ein Knabe. Aber ich kann nicht immer die klügsten Gedanken ersinnen, denn mich betäubt die Furcht vor diesen Übelgesinnten, welche mich rings umgeben, und niemand ist, der mir helfe. Aber des Fremdlings Kampf mit Iros endigte gleichwohl nicht nach der Freier Sinn, denn dieser war stärker als Iros. Gäbe doch Vater Zeus, Athene und Phöbos Apollon, dass auch jetzo die Freier in unserem Hause bezwungen, so ihr schwindelndes Haupt hinneigeten draußen im Vorhof oder auch hier im Saal an allen Gliedern gelähmet, so wie dort an der Pforte des Hofs der zerschlagene Iros jetzo mit wankendem Haupt gleich einem Betrunkenen dasitzt und auf seinen Füßen nicht gerade zu stehen, noch wieder heimzukehren vermag, weil seine Glieder gelähmt sind. Also besprachen diese sich jetzo untereinander, aber Eurymachos wandte sich drauf zu Penelopeia: O Ikarios Tochter, du kluge Penelopeia, sehen dich die Achaier im ganzen jasischen Argos. Wahrlich, vom Morgen an erschienen noch mehrere Freier hier im Palaste zum Schmaus, denn dir gleicht keine der Weiber an Gestalt, an Größe und Trefflichkeiten des Geistes. Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia: Ach, die Tugend des Geistes, Eurymachos, Schönheit und Bildung raubten die Himmlischen mir am Tage, da die Argeier schifften gen Troja, mit ihnen mein trauter Gemahl Odysseus. Kehrete jener von dannen und lebt in meiner Gesellschaft, ja, dann möchte mein Ruhm wohl größer werden und schöner. Aber jetzo traue ich, denn Leiden beschied mir ein Dämon. Ach, da er Abschied nahm am vaterländischen Ufer, faßt er mich bei der Rechten und sprach mit freundlicher Stimme: Frau, ich vermute nicht, die schön geharnischten Griechen werden alle gesund und wohl von Ilion kehren, denn, wie man sagt, sind auch die Troer streitbare Männer, mit Wurfspießen geübt und geübt, den Bogen zu spannen und schnellfüßige Rosse der Schlacht zu lenken, die immer hurtig den großen Kampf des blutigen Krieges entscheiden. Darum weiß ich nicht,
ob Gott von Troja mich heimführt oder mich dort abfordert. Du sorg hier fleißig für alles. Pfleg auch meinen Vater und meine Mutter im Hause, so wie bisher, ja noch sorgfältiger, wann ich entfernt bin. Siehst du aber den Sohn im ersten Bate der Jugend, magst du das Haus verlassen und, wem du willst, dich vermählen. Also sprach er zuletzt, das wird nun alles erfüllet. Kommen wird einst die Nacht, die schreckliche Nacht der Vermählung. Mir, unglücklicher Frau, die Zeus des Heiles beraubt hat. Aber vor allem kränket mich das in die Tiefe des Herzens. Unter den Freiern galt ja sonst nicht diese Begegnung, denn die ein edles Weib und eines begüterten Tochter sich zur Gemahlin wünschen und Nebenbuhler befürchten, diese bringen ja Rinder und fette Schafe zum Schmause für die Freunde der Braut und schenken ihr köstliche Gaben, aber verschwelgen nicht so umsonst ein fremdes Vermögen. Sprach's, da freute sich der herrliche Dulder Odysseus, dass sie von ihnen Geschenke zog und mit freundlichen Worten ihre Herzen bestrickte, doch anders im Herzen gedachte. Aber Eupeithes Sohn Antinoos gab ihr zur Antwort: O Ikarios Tochter, du kluge Penelopeia, was dir jeder Achaier an köstlichen Gaben hierher bringt, dieses empfang, es wäre nicht fein, das Geschenk dir zu weigern. Aber wir weichen nicht zu den unsrigen oder zu andern, du den besten Achaier zu deinem Bräutigam wählest. Also sprach er, und allen gefiel Antinoos Rede. Und die Geschenke zu bringen, entsandte jeder den Herold. Für Antinoos bracht er ein prächtiges, blumengesticktes, großes Frauengewand, 12 schöne, goldene Häklein waren daran und fassten in schön gebogene Ösen. Für Eurymachos bracht er ein köstliches Halsgeschmeide, lauteres Gold, mit Ambra besetzt, der Sonne vergleichbar. Für Eurydamas brachten 2 Ohrgehenke die Diener, 3 gestirnt und künstlich gemacht mit strahlender Anmut. Aus Paisandros Palast des polyktoridischen Königs brachte der Diener ein reiches und lieblich schimmerndes Halsband. Also schenkte jeder Achaier ein anderes Kleinod. Und das göttliche Weib stieg wieder zur oberen Wohnung. Ihre Jungfrauen trugen der Freier schöne Geschenke. Aber die Freier wandten sich wieder zum Tanz und Gesange und belustigten sich, bis ihnen der Abend herabsank. Als den Lustigen nun der dunkle Abend herabsank, setzten sie alsobald 3 Feuerfässer im Saale, ihnen zu leuchten, umher, und häuften trockene Splitter, welche sie frisch mit dem Erz aus dürrem Holze gespalten, und Kienstäbe darauf. Die Mägde des Helden Odysseus gingen von einem zum andern und schürten
die sinkende Flamme. Aber zu ihnen sprach der göttliche, weise Odysseus: O ihr Mägde Odysseus, des lang abwesenden Königs, geht zu den Wohnungen hin, wo die edle Königin wohnet, sitzt bei ihr im Saale, sie aufzuheitern, und drehet fleißig die Spindel oder bereitet die flockigste Wolle. Diese will ich schon alle mit leuchtender Flamme versorgen. Blieben sie auch die ganze Nacht, bis der Morgen sich rötet. Mich ermüden sie nicht, ich bin zum Dulden gehärtet. Also sprach er, da lachten sie laut und sahen nacheinander. Aber nun fuhr ihn Melantho, die rosenwangichte Tochter Dolios, an. Es hatte sie Penelopeia erzogen und wie ihr Kind gepflegt und jeden Wunsch ihr gewähret. Dennoch rührte sie nicht der Kummer Penelopeiens, sondern sie buhlte geheim mit Eurymachos, ihrem Geliebten. Diese lästerte schändlich den edlen Dulder Odysseus: Elender Fremdling, du bist wohl deiner Sinne nicht mächtig, dass du nicht gehst die Nacht in der Herberg oder des Schmiedes warme Esse zu ruhn, und hier in der großen Gesellschaft solcher Männer so dreist und ohne jemand zu fürchten plauderst. Traun, dich betört der Weinrausch, oder du bist auch immer ein solcher Geck und schwatzest solche Geschwätze, oder schwindelt dein Hirn, weil du Iros, den Bettler, besiegt hast, dass sich nur keiner erhebe, der tapferer streitet als Iros, denn er möchte dein Haupt mit starken Fäusten zerschlagen und aus dem Hause dich stoßen, mit triefendem Blute besudelt. Zürnend schaute auf sie und sprach der weise Odysseus: Wahrlich, das sag ich Telemachos an, was du Hündin da plauderst. Siehst du ihn dort, damit er dich gleich in Stücke zerhaue. Also sprach er und schreckte die bangen Weiber von hinnen, und sie entflohn aus dem Saal und eileten durch die Gemächer, zitternd vor Angst, denn sie meinten, er hab im Ernste geredet. Und Odysseus stand der leuchtenden Feuergeschirre Flamme nährend und sahe nach allen. Aber sein Herz war andrer Gedanken voll, die bald zu Handlungen reiften. Aber den mutigen Freiern verstattete Pallas Athene nicht des erbitternden Spottes sich ganz zu enthalten, damit noch heißer entbrennte das Herz des Laertiaden Odysseus. Siehe, Polybos Sohn Eurymachos reizte den Helden vor der Versammlung zuerst und erregte der Freunde Gelächter. Höret mich an, ihr Freier der weit gepriesenen Fürstin, dass ich rede, wie mir das Herz im Busen gebietet. Wahrlich, ein Himmlischer führte den Mann in die Wohnung Odysseus, denn wo mir recht ist, kommt der Glanz nicht bloß von dem Feuer, sondern von seiner Glatze, worauf kein Härchen zu sehen ist. Sprach's,
und wandte sich drauf zum städteverwüster Odysseus. »Fremdling, willst du dich wohl bei mir zum Knechte verdingen, dass du fern auf dem Land, ich meine für gute Bezahlung, Dornenzäune mir flechtest und schattige Bäume mir pflanzest? Siehe, dann reicht ich dir dein tägliches Essen und Trinken und bekleidete dich und gäbe dir Schuh an die Füße. Aber da du nichts als Bubenstücke gelernt hast, wirst du nicht gern arbeiten und lieber das Land durchstreichen, deinen gefräßigen Bauch mit Bettelbrote zu stopfen.« Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: »O arbeiteten wir, Eurymachos, beide zur Wette, einst in der Frühlingszeit, wann die Tage heiter und lang sind, auf der grasichten Wiese. Mit schön gebogener Sichel gingen wir, ich und du, und mähten nüchtern vom Morgen bis zur sinkenden Nacht, solange es an Grase nicht fehlte. Oder trieb ich ein Joch der trefflichsten Rinder am Pfluge, rötlich und groß von Wuchs, mit fettem Grase gesättigt, gleich an Alter und Kraft, mit unermüdlicher Stärke, eine Hufe zu ackern, und wische die Erde der Pflugschar. Sehen solltest du dann, wie grade Furchen ich zöge. Oder sendete Zeus uns heute noch Krieg, und ging ich mit 2 blinkenden Lanzen und einem Schilde gerüstet und die Schläfe geschirmt mit einem ehernen Helme. Sehen solltest du traun mich unter den vordersten Streitern und mich nicht so höhnend an meinen Magen erinnern. Aber du bist sehr stolz und menschenfeindlichen Herzens, und du dünkst dir vielleicht ein großer und starker Achaier, weil du mit wenigen Leuten und nicht den tapfersten umgehst. Aber käm Odysseus in seiner Väter Gefilde, bald würde die Türe, soweit sie der Zimmerer baute, dennoch zu enge dir sein, wann du zum Hause hinausflößt. Also sprach er. Da ward Eurymachos Herz noch erboster. Zürnend schaut er ihn an und sprach die geflügelten Worte: Elender, gleich empfange den Lohn, dass du unter so vielen edlen Männern so dreist und ohne jemand zu fürchten plauderst. Traun, dich betört der Weinrausch, oder du bist auch immer ein solcher Geck und schwatzest solche Geschwätze. Oder schwindelt dein Hirn, weil du Iros, den Bettler, besiegt hast. Also sprach er und griff nach dem Schemel. Aber Odysseus warf zu Amphinomos Knien des Dulichiers eilend sich nieder, fürchtend Eurymachos Wurf, und der Schemel flog an des Schenken rechte Hand, daß die Kanne voll Weins ihm tönend entstürzte, und er selbst mit Geheul auf den Boden rücklings dahinsank. Aber nun lärmten die Freier umher in dem schattichten Saale. Einer wendete sich zu seinem Nachbar
und sagte: Wäre der irrende Fremdling doch ferne gestorben, bevor er Ithaka sah, dann brächt er uns nicht dies laute Getümmel. Aber wir zanken uns hier um den leidigen Bettler und schmecken nichts von den Freuden des Mahls, denn es wird je länger, je ärger. Und die heilige Kraft Telemachos sprach zur Versammlung: Unglückselige Männer, ihr rast, und eure Gespräche zeugen von Speis und Trank. Euch reizet wahrlich ein Dämon. Aber nachdem ihr geschmaust, so geht und legt euch zu Hause schlafen, wann's euch gefällt, doch treib ich keinen von hinnen. Also sprach er, da bissen sie ringsumher sich die Lippen, über den Jüngling erstaunt, der so entschlossen geredet. Drauf erhub sich und sprach Amphinomos zu der Versammlung, Nisos rühmlicher Sohn des aretiadischen Königs: Freunde, Telemachos hat mit großem Rechte geredet, drum entrüste sich keiner, noch geb ihm trotzige Antwort. Auch misshandelt nicht ferner den armen Fremdling noch jemand von den Leuten im Hause des göttergleichen Odysseus. Auf, es fülle von neuem der Schenk mit Weine die Becher, dass wir opfern und dann nach Hause gehen zu schlafen. Aber der Fremdling bleib im Hause des edlen Odysseus unter Telemachos Schutz, denn ihm vertraut er sein Heil an. Also sprach er, und allen gefiel Amphinomos Rede. Und Held Mulios mischte den Wein im Kelche mit Wasser. Dieser dulichische Herold, Amphinomos, treuer Gefährte, reichte dann allen umher die vollen Becher. Die Freier opferten jetzt und tranken des herzerfreuenden Weines, und nachdem sie geopfert und nach Verlangen getrunken, gingen sie alle heim, der süßen Ruhe zu pflegen. Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. 19. Gesang. Odysseus trägt mit Telemachos die Waffen in die obere Kammer und bleibt im Saale allein. Sein Gespräch mit Penelopeia. Er wird beim Fußwaschen von der Pflegerin Eurykleia an der Narbe erkannt. Die Königin, nachdem sie durch einen Bogenkampf die Freierwerbung zu endigen beschlossen, entfernt sich. Aber im Saale blieb der göttergleiche Odysseus und umdachte den Tod der Freier mit Pallas Athene. Eilend wandt er sich jetzt mit geflügelten Worten zum Sohne: Lass uns, Telemachos, gleich die Waffen im Hause verbergen, aber erkundigen sich die Freier, wo sie geblieben, dann besänftige sie mit guten Worten. Ich trug sie aus dem Rauche hinweg, denn sie sehn den Alten nicht ähnlich, wie sie Odysseus einst gen Troja schiffend zurückließ, sondern sind ganz entstellt von dem rußichten Dampfe des Feuers. Und noch ein größeres gab ein himmlischer mir zu bedenken.
daß ihr nicht etwa im Rausch euch zankt und einander verwundet und die Freuden des Mahls und die Liebe zu Penelopeia blutig entweiht, denn selbst das Eisen ziehet den Mann an. Also sprach Odysseus. Der Sohn gehorchte dem Vater und rief Eurykleia, die Pflegerin, zu sich und sagte: Mütterchen, halte die Weiber so lang in ihren Gemächern, bis ich hinauf in den Söller die schönen Waffen des Vaters bringe, die hier im Saale der Rauch so schändlich entstellet. Denn mein Vater ist weg, und ich war ehmals ein Knabe. Jetzo verwahr ich sie dort, wo der Dampf des Feuers nicht hinkommt. Ihm antwortete drauf die Pflegerin Eurykleia: Wenn du doch endlich, mein Sohn, zu reifem Verstande gelangtest, um dein Haus zu besorgen und deine Güter zu schützen. Aber wohlan, wer begleitet dich denn mit leuchtender Fackel, wann die Mägde, die dir sonst leuchten, nicht dürfen herausgehen? Und der verständige Jüngling Telemachos sagte dagegen: Dieser Fremdling, denn wer von meinem Tische sich nähret, darf mir nicht müßig stehn, und käm er auch fern aus der Fremde. Also sprach er zu ihr und redete nicht in die Winde. Schnell verschloss sie die Pforten der schön gebaueten Wohnung. Nun erhub sich Odysseus mit seinem trefflichen Sohne, und sie trugen die Helme hinein, die gewölbeten Schilde und scharfspitzigen Lanzen. Voran ging Pallas Athene mit der goldenen Lamp und verbreitete leuchtenden Schimmer. Und Telemachos sprach zu seinem Vater Odysseus: Vater, ein großes Wunder erblick ich hier mit den Augen. Alle Wände des Hauses und jegliche schöne Vertiefung und die fichtenen Balken und hoch erhabenen Säulen glänzen mir vor den Augen so hell als brennendes Feuer. Wahrlich, ein Gott ist hier, des weiten Himmels Bewohner. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Schweig und forsche nicht nach und bewahre deine Gedanken. Siehe, das ist die Weise der himmelbewohnenden Götter. Aber lege dich schlafen, ich bleibe hier noch ein wenig, um die Mägde hierher und deine Mutter zu locken. Diese wird mich weinend nach allen Dingen befragen. Sprach's, und Telemachos ging mit angezündeten Fackeln aus dem Saale hinaus in seine Kammer zu Bette, wo er gewöhnlich ruhte, wann süßer Schlummer ihn einlud. Allda schlief er auch jetzt und harrte der heiligen Frühe. Aber im Saale blieb der göttergleiche Odysseus und umdachte den Tod der Freier mit Pallas Athene. Jetzo ging aus der Kammer die kluge Penelopeia, Artemis gleich an Gestalt und der goldenen Aphrodite. Neben das Feuer setzten sie ihren gewöhnlichen Sessel, welcher mit Elfenbein und Silber umzogen ein Kunstwerk von Ikmalios war. Der Schemel unter den Füßen
hing daran, und ein zottiges Fell bedeckte den Sessel. Allda setzte sich nun die kluge Penelopeia, und weißarmige Mägde, die aus der hinteren Wohnung kamen, trugen von dannen das viele Brot und die Tische und die Trinkgefäße der übermütigen Männer, schütteten aus den Geschirren die Glut zur Erden und häuften anderes Holz darauf zum Leuchten und zur Erwärmung. Aber Melantho schalt von neuem den edlen Odysseus: »Fremdling, willst du auch noch die Ruhe der Nacht uns verderben, um das Haus zu durchwandern und auf die Weiber zu lauern? Elender, geh aus der Tür und sei vergnügt mit der Mahlzeit, oder ich werfe dich gleich mit dem Brande, dass du hinausfliehst.« Zürnend schaute auf sie und sprach der weise Odysseus: »Unglückselige, sprich, was fährst du mich immer so hart an? Weil ich nicht jung mehr bin und meine Kleider so schlecht sind, und weil die Not mich zwingt, als Bettler die Stadt zu durchwandern? Dieses ist ja der armen und irrenden Fremdlinge Schicksal. Siehe, ich selber war einst ein glücklicher Mann und Bewohner eines reichen Palastes und gab dem irrenden Fremdling oftmals, wer er auch war und welche Not ihn auch drängte. Und unzählige Knechte besaß ich und andere Güter, die man zum Überfluss und zur Pracht der Reichen erfordert. Aber das nahm mir Zeus nach seinem heiligen Ratschluss. Darum, Mädchen, bedenk, wenn auch du so gänzlich dein Ansehen einst verlörst, womit du vor deinen Gespielinnen prangest, oder wenn dich einmal der Zorn der Königin träfe oder Odysseus käme, denn noch ist Hoffnung zur Heimkehr. Aber er sei schon tot und kehre nimmer zur Heimat, dennoch lebt ja sein Sohn Telemachos, welchen Apollons Gnade beschirmt, und er weiß, wie viel Unarten die Weiber hier im Hause beginnen, denn er ist wahrlich kein Kind mehr. Also sprach er. Ihn hörte die kluge Penelopeia. Zürnend wandte sie sich zu der Magd mit scheltenden Worten: »Unverschämteste Hündin, ich kenne jegliche Schandtat, welche du tust, und du sollst mit deinem Haupte sie büßen. Alles wußtest du ja, du hattest von mir es gehöret, dass ich in meiner Kammer den Fremdling wollte befragen, wegen meines Gemahls, um den ich so herzlich betrübt bin. Und zu der Schaffnerin Eurynome sagte sie also: Auf, Eurynome, bringe mir einen Stuhl und ein Schafsfell drauf zu legen hieher, damit er sitzend erzähle und mich höre, der Fremdling. Ich will ihn jetzo befragen. Also sprach sie, da ging die Schaffnerin eilig und brachte einen zierlichen Stuhl und legte darüber ein Schafsfell. Hierauf setzte sich nun der herrliche Dulder Odysseus, und es begann das Gespräch. Die kluge
Penelopeia. Hierum muß ich dich, Fremdling, vor allen Dingen befragen, wer, wes Volkes bist du und wo ist deine Geburtsstadt? Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Keiner, o Königin, lebt auf der unermeßlichen Erde, der dich tadle. Dein Ruhm erreicht die Feste des Himmels, gleich dem Ruhme des guten und gottesfürchtigen Königs, welcher ein großes Volk von starken Männern beherrschet und die Gerechtigkeit schützt. Die fetten Hügel und Täler wallen von Weizen und Gerste, die Bäume hangen voll Obstes, häufig gebiert das Vieh, und die Wasser wimmeln von Fischen unter dem weisen König, der seine Völker beseligt. Aber frage mich hier im Hause nach anderen Dingen und erkunde dich nicht nach meinem Geschlecht und Geburtsland, dass du nicht mein Herz mit herberen Qualen erfüllest, wenn ich mich allen Jammers erinnere, den ich erduldet. Denn mit Klagen und Weinen im fremden Hause zu sitzen, ziemet mir nicht, und langer Gram vermehrt nur das Leiden. Auch möcht eine der Mägde mir zürnen, oder du selber, und, wenn ich weinte, sagen, mir tränten die Augen vom Weinrausch. Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia: Fremdling, die Tugend des Geistes und meine Schönheit und Bildung raubten die Himmlischen mir am Tage, da die Argeier schifften gen Troja, mit ihnen mein trauter Gemahl Odysseus. Kehrete jener von dannen und lebt in meiner Gesellschaft, ja, dann möchte mein Ruhm wohl größer werden und schöner. Aber jetzo trauer ich, denn Leiden beschied mir ein Dämon. Alle Fürsten, so viel in diesen Inseln gebieten, Same, Dulichion und der waldbewachsenen Zakynthos, und so viele hier in der sonnigen Ithaka wohnen, alle werben um mich mit Gewalt und zehren das Gut auf. Darum kümmern mich Fremdling und Hilfeflehende wenig, selbst die Herolde nicht, des Volks geheiligte Diener, sondern ich härme mich ab um meinen trauten Odysseus. Jene treiben die Hochzeit, und ich ersinne Verzögerung. Erst gab diesen Gedanken ein himmlischer mir in die Seele. Trüglich zettelt ich mir in meiner Kammer ein feines, übergroßes Geweb und sprach zu der Freier Versammlung: Jünglinge, die ihr mich liebt nach dem Tode des edlen Odysseus, dringt auf meine Vermählung nicht eher, bis ich den Mantel fertig gewirkt, damit nicht umsonst das Garn mir verderbe, welcher dem Helden Laertes zum Leichengewande bestimmt ist, wann ihn die finstere Stunde mit Todesschlummer umschattet, dass nicht irgend im Lande mich eine Achaierin tadle, läg er uneingekleidet, der einst so vieles beherrschte. Also sprach ich mit List und bewegte die Herzen der Edlen. Und nun webt ich des Tages an meinem großen Gewande, aber des Nachts, dann trennt ich es auf beim Scheine der Fackeln.
Also täuschte ich sie 3 Jahr und betrog die Achaier. Als nun das 4. Jahr im Geleite der Horen herankam und mit dem wechselnden Mond viel Tage waren verschwunden, da verrieten mich Mägde, die Hündinnen sonder Empfindung, und mich trafen die Freier und schalten mit drohenden Worten. Also mußt ich es nun auch wider Willen vollenden. Aber ich kann nicht länger die Hochzeit meiden, noch weiß ich, neuen Rat zu erfinden, denn dringend ermahnen die Eltern mich zur Heirat. Auch sieht es mein Sohn mit großem Verdruß an, wie man sein Gut verzehrt, denn er ist nun ein Mann, der sein Erbe selber zu schützen vermag und dem Zeus Ehre verleihet. Aber sage mir doch, aus welchem Geschlechte du herstammst, denn du stammst nicht vom Felsen, noch von der gefabelten Eiche. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Du ehrwürdiges Weib des Laertiaden Odysseus, also hörst du nicht auf, nach meinem Stamme zu forschen? Nun, so will ich's dir sagen, wiewohl du mein bitteres Leiden mir noch bitterer machst, denn Schmerz empfindet doch jeder, welcher so lang als ich von seiner Heimat entfernt ist und mit Jammer umringt so viele Städte durchwandert. Aber ich will dir doch, was du mich fragest, verkünden. Kreta ist ein Land im dunkel wogenden Meere, fruchtbar und anmutsvoll und rings umflossen. Es wohnen dort unzählige Menschen, und ihrer Städte sind 90, Völker von mancherlei Stamm und mancherlei Sprachen. Es wohnen dort Achaier, Pydonen und eingeborene Kreter, Dorier, welche sich dreifach verteilet, und edle Pelasger. Ihrer Könige Stadt ist Knossos, wo Minos geherrscht hat, der 9-jährig mit Zeus, dem großen Gotte, geredet. Dieser war des edelgesinnten Deukalion Vater, meines Vaters, der mich und den König Idomeneus zeugte. Aber Idomeneus fuhr in schön geschnäbelten Schiffen mit den Atreiden gen Troja, denn er ist älter und tapferer. Ich bin der jüngere Sohn, und mein rühmlicher Name ist Äton. Damals sah ich Odysseus und gab ihm Geschenke der Freundschaft, denn an Kretas Küste verschlug ihn die heftige Windsbraut, als er gen Ilion fuhr, und stürmt ihn hinweg von Maleia. In des Amnisos gefährlicher Bucht entrann er dem Sturme kaum und ankerte dort bei der Grotte der Eileithyia, ging dann gleich in die Stadt, um Idomeneus selber zu sehen, denn er nannt ihn seinen geliebten und teuersten Gastfreund. Aber schon 10-mal ging die Sonn auf, oder schon 11-mal, seit Idomeneus war mit den Schiffen gen Troja gesegelt, und ich führte den werten Gast in unsere Wohnung. Freundlich bewirtet ich ihn,
von des Hauses reichlichem Vorrat und versorgte sein Schiff und seine Reisegefährten reichlich auf Kosten des Volks mit Mehl und funkelndem Weine und mit gemästeten Rindern, dass ihre Seele sich labte. Und 12 Tage blieben bei uns die edlen Achaier, denn der gewaltige Nord, den ein zürnender Dämon gesendet, wütete, dass man kaum auf dem Lande zu stehen vermochte. Am 13. ruhte der Sturm, und sie schifften von dannen. Also täuscht er die Gattin mit Wahrheit gleicher Erdichtung. Aber die horchende Gattin zerfloß in Tränen der Wehmut, wie der Schnee, den der West auf hohen Bergen gehäuft hat, vor dem schmelzenden Hauche des Morgenwindes herabfließt, dass von geschmolzenem Schnee die Ströme den Ufern entschwellen. Also flossen ihr Tränen die schönen Wangen herunter, da sie den nahen Gemahl beweinete. Aber Odysseus fühlt im innersten Herzen den Gram der weinenden Gattin. Dennoch standen die Augen wie Horn ihm oder wie Eisen unbewegt in den Wimpern, denn klüglich hemmt er die Träne. Und nachdem sie ihr Herz mit vielen Tränen erleichtert, da begann sie von neuem und gab ihm dieses zur Antwort: Nun, ich muß dich doch ein wenig prüfen, o Fremdling, ob du meinen Gemahl auch wirklich, wie du erzähltest, samt den edlen Genossen in deinem Hause bewirtet. Sage mir denn, mit welcherlei Kleidern war er bekleidet und wie sah er aus? Auch nenne mir seine Begleiter. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Schwer, o Königin, ist es, nach seiner langen Entfernung ihn so genau zu beschreiben. Wir sind schon im 20. Jahre, seit er von dannen zog aus meiner heimischen Insel. Dennoch will ich dir sagen, so viel mein Geist sich erinnert. Einen zottichten, schönen, gefütterten Mantel von Purpur trug der edle Odysseus mit einer zwiefach geschlossenen goldenen Spange daran und vorn gezieret mit Stickwerk. Zwischen den Vorderklauen des gierig blickenden Hundes zappelt ein fleckichtes Rehchen, und alle sahen mit Bewunderung, wie aus Golde gebildet der Hund an der Gurgel das Rehkalb hielt und das ringende Reh zu entfliehen mit den Füßen sich sträubte. Unter dem Mantel bemerkt ich den wunderköstlichen Leibrock, zart und weich wie die Schale von einer getrockneten Zwiebel, war das feine Geweb und glänzend weiß wie die Sonne. Wahrlich, viele Weiber betrachteten ihn mit Entzücken. Eines sag ich dir noch, und du nimm solches zu Herzen. Sicher weiß ich es nicht, ob Odysseus die Kleider daheim trug, oder ob sie ein Freund ihm mit zu Schiffe gegeben, oder irgendein Fremdling, der ihn bewirtet. Denn viele waren Odysseus hold, ihm glichen wenig Achaier. Ich
auch schenkt ihm ein ehernes Schwert, ein gefüttertes, schönes, purpurfarbenes Gewand und einen passenden Leibrock und entließ ihn mit Ehren zum schön gebordeten Schiffe. Endlich folgte dem Helden ein etwas älterer Herold nach, auch dessen Gestalt will ich dir jetzo beschreiben. Bucklicht war er und schwarz sein Gesicht und lockicht sein Haupthaar. Und Eurybates hieß er. Odysseus schätzte vor allen übrigen Freunden ihn hoch, denn er suchte sein Bestes mit Klugheit. Also sprach er. Da hub sie noch heftiger an zu weinen, als sie die Zeichen erkannte, die ihr Odysseus beschrieben. Und nachdem sie ihr Herz mit vielen Tränen erleichtert, da begann sie von neuem und gab ihm dieses zur Antwort. Nun, du sollst mir, o Fremdling, so jammervoll du vorhin warst, jetzo in meinem Haus auch Lieb und Ehre genießen, denn ich selber gab ihm die Kleider, wovon du erzählest, wohlgefügt aus der Kammer und setzte die goldene Spange ihm zur Zierde daran. Doch niemals werd ich ihn wieder hier im Hause begrüßen, wann er zur Heimat zurückkehrt. Zur unseligen Stund entschiffte mein trauter Odysseus, Troja zu sehn, die verwünschte, die keiner nennet ohn Abscheu. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Du ehrwürdiges Weib des Laertiaden Odysseus, schone der holden Gestalt und deines Lebens und jammre um den Gemahl nicht länger. Zwar tadeln kann ich den Schmerz nicht, denn es weint wohl jegliche Frau, die den Gatten verloren, ihrer Jugend Gemahl, mit dem sie Kinder gezeugt hat. Und von Odysseus sagt man, er sei den Unsterblichen ähnlich. Aber mäßige dich und höre, was ich dir sage, denn ich will dir die Wahrheit verkünden und nichts dir verhehlen, was ich von deines Gemahls Zurückkunft hörte, der jetzo nahe von hier im fetten Gebiet der thesprotischen Männer lebt. Er kehret mit großem und köstlichem Gute zur Heimat, das ihm die Völker geschenkt, doch seine lieben Gefährten und sein rüstiges Schiff verlor er im stürmenden Meere, als er Trinakiens Ufer verließ, denn es zürnten dem Helden Zeus und der Sonnengott, des Rinder die Seinen geschlachtet. Alle diese versanken im dunkel wogenden Meere, aber er rettete sich auf den Kiel und trieb mit den Wellen an das glückliche Land der götternahen Phäaken. Diese verehrten ihn herzlich wie einen der seligen Götter, schenkten ihm großes Gut und wollten ihn unbeschädigt heim gen Ithaka bringen. Dann wäre vermutlich Odysseus lange schon hier. Allein ihm schien es ein besserer Anschlag, noch durch mehrere Länder zu reisen und Güter zu sammeln, so wie immer Odysseus vor allen Menschen auf Erden wusste, was Vorteil schafft. Kein Sterblicher gleicht ihm an Weisheit.
Also sagte mir Phaidon, der edle thesprotische König, dieser beschwur es mir selbst und beim Trankopfer im Hause, segelfertig wäre das Schiff und bereit die Gefährten, um ihn heimzusenden in seiner Väter Gefilde. Aber mich sandt er zuvor im Schiffe thesprotischer Männer, welches zum weizenreichen Gefilde Dulichions abfuhr. Phaidon zeigte mir auch die gesammelten Güter Odysseus. Noch bis ins 10. Glied sind seine Kinder versorget. Solch ein unendlicher Schatz lag dort im Hause des Königs. Jener war, wie es hieß, nach Dodona gegangen, aus Gottes hochgewipfelter Eiche Kronions Willen zu hören, wie er in Ithaka ihm nach seiner langen Entfernung heimzukehren beföhle, ob öffentlich oder verborgen. Also lebt er noch frisch und gesund und kehret gewiss nun bald zurück. Er irrt nicht lange mehr in der Fremde von den Seinigen fern, und das beschwör ich dir heilig. Zeus bezeuge mir das, der höchste und beste der Götter, und Odysseus heiliger Herd, zu welchem ich fliehe, dass dies alles gewiss geschehen wird, wie ich verkünde. Selbst noch in diesem Jahre wird wiederkehren Odysseus, wann der jetzige Mond abnimmt und der folgende zunimmt. Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia: Fremdling, erfülleten doch die Götter, was du geweissagt, dann erkenntest du bald an vielen und großen Geschenken deine Freundin, und jeder Begegnende priese dich selig. Aber es ahnet mir schon im Geiste, wie es geschehen wird. Weder Odysseus kehrt zur Heimat wieder, noch wirst du jemals weitergebracht, denn hier sind keine Gebieter, welche, wie einst der Held Odysseus, da er noch lebte, edle Gäste mit Ehren bewirteten oder entließen. Aber ihr Mägde wascht ihm die Füß und bereitet sein Lager, bringet ein Bett und bedeckt es mit Mänteln und prächtigen Polstern, dass er in warmer Ruhe den goldenen Morgen erwarte. Aber morgen sollt ihr ihn frühe baden und salben, dass er also geschmückt an Telemachos Seite das Frühmahl hier im Saale genieße. Doch reuen soll es den Freier, der ihn wieder so frech misshandelt. Nicht das Geringste hab er hier ferner zu schaffen, und zürnt er noch so gewaltig. Denn wie erkenntest du doch, o Fremdling, ob ich an Klugheit und verständigem Herzen vor andern Frauen geschmückt sei, ließ ich dich ungewaschen und schlecht bekleidet im Hause speisen. Es sind ja den Menschen nur wenige Tage beschieden. Wer nun grausam denkt und grausame Handlungen ausübt, diesem wünschen alle, solang er lebet, nur Unglück, und noch selbst im Tode wird sein Gedächtnis verabscheut. Aber wer edel denkt und edle Handlungen ausübt, dessen würdigen Ruhm verbreiten die Fremdlinge weithin,
unter die Menschen auf Erden, und jeder segnet den Guten. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Du ehrwürdiges Weib des Laertiaden Odysseus, ach, mir wurden Mäntel und weiche, prächtige Polster ganz verhasst, seitdem ich von Kretas schneechten Bergen über die Wogen fuhr im lang beruderten Schiffe. Lass mich denn diese Nacht so ruhen, wie ich es gewohnt bin. Viele schlaflose Nächte hab ich auf elendem Lager hingebracht und sehnlich den schönen Morgen erwartet. Auch gebeut nicht diesen, mir meine Füße zu waschen, denn ich möchte nicht gern verstatten, dass eine der Mägde, die im Hause dir dienen, mir meine Füße berühre, wo du nicht etwa sonst eine alte, verständige Frau hast, welche so vielen Kummer als ich im Leben erduldet. Dieser wär ich es nicht, mir meine Füße zu waschen. Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia: Lieber Gast, denn nie ist solch ein verständiger Fremdling, nie ein werterer Gast in meine Wohnung gekommen. So verständig und klug ist alles, was du auch sagest. Ja, ich hab eine alte und sehr vernünftige Frau hier, welche die Pflegerin war des unglückseligen Mannes und in die Arme ihn nahm, sobald ihn die Mutter geboren. Diese wird, so schwach sie auch ist, die Füße dir waschen. Auf denn und wasche den Greis, du redliche Eurykleia. Er ist gleichen Alters mit deinem Herrn. Vielleicht sind jetzt Odysseus Händ und Füße schon ebenso kraftlos, denn im Unglück altern die armen Sterblichen frühe. Also sprach sie. Die Alte verbarg mit den Händen ihr Antlitz, heiße Tränen vergießend, und sprach mit jammernder Stimme: Wehe mir, wehe, mein Sohn, ich Verlassene. Also verwarf dich Zeus vor allen Menschen, so gottesfürchtig dein Herz ist. Denn kein Sterblicher hat dem Gotte des Donners so viele fette Lenden verbrannt und erlesene Hekatomben, als du jenem geweiht, im Vertrauen ein ruhiges Alter einst zu erreichen und selber den edlen Sohn zu erziehen. Und nun raubt er dir gänzlich den Tag der fröhlichen Heimkehr. Ach, es höhnten vielleicht auch ihn in der Fremde die Weiber, wann er hilfeflehend der mächtigen Häuser besuchte, eben wie dich, o Fremdling, die Hündinnen alle verhöhnen, deren Schimpf und Spott zu vermeiden du jetzo dich weigerst, dass sie die Füße dir waschen. Doch mich, die willig gehorchet, heißt es Ikarios Tochter, die kluge Penelopeia, und nicht Penelopeiens, auch deinethalben, o Fremdling, wasch ich dich gern, denn tief im innersten Herzen empfind ich Mitleid. Aber wohlan, vernimm jetzt, was ich dir sage. Unser Haus besuchte schon mancher bekümmerte Fremdling, aber ich habe noch nimmer so etwas Ähnliches gesehen, als du an Stimme, Gestalt und Füßen Odysseus gleichest.
Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Mutter, so sagen alle, die uns mit Augen gesehen, dass wir beide, Odysseus und ich, einander besonders ähnlich sind, wie auch du mit Scharfsinn jetzo bemerkest. Also sprach er. Da trug die Alte die schimmernde Wanne zum Fußwaschen herbei. Sie goß in die Wanne des Brunnens kaltes Wasser und mischt es mit kochendem. Aber Odysseus setzte sich neben den Herd und wandte sich schnell in das Dunkel, denn es fiel ihm mit einmal aufs Herz, sie möchte beim Waschen seine Narbe bemerken und sein Geheimnis verraten. Jene kam, wusch ihren Herrn und erkannte die Narbe gleich, die ein Eber ihm einst mit weißem Zahne gehauen, als er an dem Parnaß Autolykos, seiner Mutter, edlen Vater, besucht und Autolykos Söhne, des Klügsten an Verstellung und Schwur. Hermeias selber gewährt ihm diese Kunst, denn immer verbrannt er der Lämmer und Zicklein Lenden zum süßen Geruch, und huldreich schirmte der Gott ihn. Dieser Autolykos kam in Ithakas fruchtbares Eiland, eben da seine Tochter ihm einen Enkel geboren. Eurykleia setzte das neugeborene Knäblein nach dem fröhlichen Mahl auf die Knie des Königs und sagte: Finde nun selbst den Namen Autolykos, deinen geliebten Tochtersohn zu benennen, den du so herzlich erwünscht hast. Und Autolykos sprach zu seinem Eidam und Tochter: Liebe Kinder, gebt ihm den Namen, den ich euch sage. Vielen Männern und Weibern auf lebenschenkender Erde zürnend, komm ich zu euch in Ithakas fruchtbares Eiland. Darum soll das Knäblein Odysseus der Zürnende heißen. Wann er mich einst als Jüngling im mütterlichen Palaste am Parnassos besucht, wo ich meine Güter beherrsche, will ich ihn reichlich beschenkt und fröhlich wieder entlassen. Jetzo besucht ihn Odysseus, die reichen Geschenke zu holen, aber Autolykos selbst und Autolykos treffliche Söhne reichten Odysseus die Hand und hießen ihn freundlich willkommen. Auch Amphithea lief dem Enkel entgegen, umarmt ihn, küsste sein Angesicht und beide glänzenden Augen, und Autolykos rief und ermahnte die rühmlichen Söhne, dass sie Odysseus ein Mahl bereiteten. Diese gehorchten, eilten hinaus und führten ein stark 5-jähriges Rind her, schlachteten, zogen es ab und hauten es ganz voneinander und zerstückten behende das Fleisch und steckten's an Spieße, brieten's mit Vorsicht über der Glut und verteilten's den Gästen. Also saßen sie dort den Tag, bis die Sonne sich neigte, und erfreuten ihr Herz am gleich geteileten Mahle. Als die Sonne nun sank und dunkel die Erde bedeckte, legten sie sich zur Ruh und nahmen die Gabe des Schlafes. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, gingen sie auf die Jagd, Autolykos treffliche Söhne
und die spürenden Hunde, mit ihnen der edle Odysseus. Und sie erstiegen die Höhe des waldbewachsenen Parnassos und durchwanderten bald des Berges luftige Krümmen. Aus dem stillen Gewässer des Ozeanes erhub sich jetzo die Sonn und erhellte mit jungen Strahlen die Gegend. Aber die Jäger durchsuchten das waldbewachsene Bergtal. Vornan liefen die spürenden Hund, und hinter den Hunden gingen Autolykos Söhne. Doch eilte der edle Odysseus immer voraus und schwang den weit hinschattenden Jagdspieß. Allda lag im dichten Gesträuch ein gewaltiger Eber. Nie durchstürmte den Ort die Wut naßhauchender Winde. Ihn erleuchtete nimmer mit warmen Strahlen die Sonne. Selbst der gießende Regen durchdrang ihn nimmer. So dicht war dieses Gesträuch und hoch bedeckten die Blätter den Boden. Jener vernahm das Getös von den Füßen der Männer und Hunde, welche dem Lager sich nahten, und stürzte hervor aus dem Dickicht, hoch die Borsten gesträubt, mit feuerflammenden Augen, grad auf die Jäger, und stand. Odysseus, welcher voranging, flog in der nervichten Faust den langen, erhobenen Jagdspieß, ihn zu verwunden, hinzu. Doch er kam ihm zuvor und hieb ihm über dem Knie in die Lende. Der seitwärts mähende Hauer riß viel Fleisch ihm hinweg, doch drang er nicht auf den Knochen. Aber Odysseus traf die rechte Schulter des Ebers, und bis vorn durchdrang ihn die Spitze der schimmernden Lanze. Schreiend stürzt er dahin in den Staub, und das Leben verließ ihn. Um ihn waren sogleich Autolykos Söhne beschäftigt. Diese verbanden dem edlen, dem göttergleichen Odysseus sorgsam die Wund und stillten das schwarze Blut mit Beschwörung, und dann kehrten sie schnell zu ihres Vaters Palaste. Als ihn Autolykos dort und Autolykos Söhne mit Sorgfalt hatten geheilt, da beschenkten sie ihn sehr reichlich und ließen, froh des Jünglings, ihn froh nach seiner heimischen Insel Ithaka ziehen. Sein Vater und seine treffliche Mutter freuten sich herzlich, ihn wiederzusehen, und fragten nach allem, wo er die Narbe bekommen. Da sagt er die ganze Geschichte, wie ein Eber sie ihm mit weißem Zahne gehauen, als er auf dem Parnas mit Autolykos Söhnen gejaget. Diese betastete jetzo mit flachen Händen die Alte und erkannte sie gleich und ließ den Fuß aus den Händen sinken. Er fiel in die Wanne, da klang die eherne Wanne, stürzt auf die Seite herum, und das Wasser floss auf den Boden. Freud und Angst ergriffen das Herz der Alten. Die Augen wurden mit Tränen erfüllt, und atmend stockte die Stimme. Endlich erholte sie sich und fasst ihn ans Kinn und sagte: Wahrlich, du bist Odysseus, mein Kind. Ich habe nicht eher meinen Herrn erkannt, bevor ich dich ringsum betastet. Also sprach sie und wandte die Augen nach Penelopeia, willens, ihr zu verkünden, ihr lieber Gemahl
sei zu Hause. Aber die Königin konnte so wenig hören als sehen, denn Athene lenkte ihr Herz ab. Aber Odysseus fasste schnell mit der rechten Hand die Kehle der Alten, und mit der andern zog er sie näher heran und sagte: Mütterchen, mache mich nicht unglücklich. Du hast mich an deiner Brust gesäugt, und jetzo, nach vielen Gefahren, bin ich im 20. Jahre zur Heimat wiedergekehret. Aber da du mich nun durch Gottes Fügung erkannt hast, halt es geheim, damit es im Hause keiner erfahre. Denn ich sage dir sonst, und das wird wahrlich erfüllet: Wenn mir Gott die Vertilgung der stolzen Freier gewähret, siehe, dann werd ich auch deiner, die mich gesäuget, nicht schonen, sondern ich töte dich selbst mit den übrigen Weibern im Hause. Ihm antwortete drauf die verständige Eurykleia: Welche Rede, mein Kind, ist deinen Lippen entflohen? Weißt du nicht selbst, wie stark und unerschüttert mein Herz ist? Fest wie Eisen und Stein will ich das Geheimnis bewahren. Eins verkünd ich dir noch, und du nimm solches zu Herzen: Wann dir Gott die Vertilgung der stolzen Freier gewähret, siehe, dann will ich selbst die Weiber im Hause dir nennen, alle, die dich verachten und die unsträflich geblieben. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Mütterchen, warum willst du sie nennen? Es ist ja nicht nötig. Kann ich nicht selbst aufmerken und ihre Gesinnungen prüfen? Aber verschweig die Sache und überlass sie den Göttern. Also sprach er, da eilte die Pflegerin aus dem Gemache, anderes Wasser zu holen. Das erste war alles verschüttet. Als sie ihn jetzo gewaschen und drauf mit Öle gesalbet, nahm Odysseus den Stuhl und zog ihn näher ans Feuer, sich zu wärmen, und bedeckte mit seinen Lumpen die Narbe. Drauf begann das Gespräch die verständige Penelopeia: Fremdling, ich will dich jetzo nur noch ein weniges fragen, denn es nahet bereits die Stunde der lieblichen Ruhe, wem sein Leiden vergönnt, in süßem Schlummer zu ruhen. Aber mich arme belastet ein unermeßlicher Jammer. Meine Freude des Tags ist, unter Tränen und Seufzern in dem Saale zu wirken und auf die Mägde zu sehen. Aber kommt nun die Nacht, da alle Sterblichen ausruhen, lieg ich schlaflos im Bett, und 1000 nagende Sorgen wühlen mit neuer Wut um meine zerrissene Seele, wie wenn die Nachtigall, Pandareos liebliche Tochter, ihren schönen Gesang im beginnenden Frühling erneuert, sitzend unter dem Laube der dicht umschattenden Bäume, rollt sie von Tönen zu Tönen die schnelle, melodische Stimme, ihren geliebten Sohn, den sie selber ermordet, die Törin, ihren Itylos klagend, den Sohn des Königes Zethos. Also wendet sich auch mein Geist bald hierhin, bald dorthin. Ob ich noch weile beim Sohn und alle Güter bewahre, meine Hab und die Mägd und die hohe prächtige Wohnung, scheuend das Lager des Ehegemahls und die Stimme des Volkes, oder jetzt
von den Freiern im Hause den tapfersten Jüngling, welcher das meiste geschenkt, zu meinem Bräutigam wähle. Als mein Sohn noch ein Kind war und schwachen Verstandes, da durft ich ihm zuliebe nicht wählen, noch diese Wohnung verlassen. Nun, da er größer ist und des Jünglings Alter erreicht hat, wünscht er selber, ich möge nur bald aus dem Hause hinweggehen, zürnend wegen der Habe, so ihm die Achaier verschwelgen. Aber höre den Traum und sage mir seine Bedeutung. 20 Gänse hab ich in meinem Hause, die fressen Weizen mit Wasser gemischt, und ich freue mich, wenn ich sie anseh. Aber es kam ein großer, krumm geschnabelter Adler von dem Gebirg und brach den Gänsen die Hälse. Getötet lagen sie all im Haus, und er flog in die heilige Luft auf. Und ich begann zu weinen und schluchzt im Traume. Da kamen ringsumher, mich zu trösten, der Stadt schön lockige Frauen. Aber ich jammerte laut, dass der Adler die Gänse getötet. Plötzlich flog er zurück und saß auf dem Simse des Rauchfangs, wandte sich tröstend zu mir und sprach mit menschlicher Stimme: Tochter des fernberühmten Ikarios, fröhlichen Mutes, nicht ein Traum ist dieses, ein Göttergesicht, das dir Heil bringt. Jene Gänse sind Freier, und ich war eben ein Adler. Aber jetzo bin ich, dein Gatte, wiedergekommen, dass ich den Freiern allen ein schreckliches Ende bereite. Also sprach der Adler, der süße Schlummer verließ mich, eilend sah ich im Hause nach meinen Gänsen, und alle fraßen aus ihrem Troge den Weizen, so wie gewöhnlich. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Fürstin, es wäre vergebens, nach einer anderen Deutung deines Traumes zu forschen. Dir sagte ja selber Odysseus, wie er ihn denkt zu erfüllen. Verderben drohet den Freiern allzumal, und keiner entrinnt dem Todesverhängnis. Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia: Fremdling, es gibt doch dunkle und unerklärbare Träume, und nicht alle verkünden der Menschen künftiges Schicksal. Denn es sind, wie man sagt, 2 Pforten der nichtigen Träume, eine von Elfenbein, die andere von Horne gebauet. Welche nun aus der Pforte von Elfenbeine herausgehen, diese täuschen den Geist durch lügenhafte Verkündung. Andere, die aus der Pforte von glattem Horne hervorgehen, deuten Wirklichkeit an, wenn sie den Menschen erscheinen. Aber ich zweifle, ob dorther ein vorbedeutendes Traumbild zu mir kam. O, wie herzlich erwünscht wär es mir und dem Sohne. Eins verkünd ich dir noch, und du nimm solches zu Herzen. Morgen erscheinet der Tag, der entsetzliche, der von Odysseus Hause mich trennen wird. Denn morgen gebiet ich den Wettkampf, durch 12 Äxte zu schießen, die jener in seinem Palaste pflegte, wie Hölzer des Kiels in gerader Reihe zu stellen. Ferne stand er alsdann und schnellte den Pfeil durch die Äxte. Diesen Wettkampf will ich den Freiern
jetzo gebieten, wessen Hand von ihnen den Bogen am leichtesten spannet und mit der Sehne den Pfeil durch alle 12 Äxte hindurchschnellt. Siehe, dem folg ich als Weib aus diesem werten Palaste meines ersten Gemahls, dem prächtigen, reichen Palaste, dessen mein Herz sich vielleicht noch künftig in Träumen erinnert. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus: Du ehrwürdiges Weib des Laertiaden Odysseus, zögere nicht und gebeut in deinem Hause den Wettkampf. Wahrlich, noch eher kommt der erfindungsreiche Odysseus, ehe von allen, die mühsam den glatten Bogen versuchen, einer die Sehne spannt und den Pfeil durch die Eisen hindurchschnellt. Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia: Fremdling, wolltest du mich im Saale sitzend noch länger unterhalten, mir würde kein Schlaf die Augen bedecken, aber es können ja doch die sterblichen Menschen nicht immer schlaflos sein. Die Götter bestimmten jeglichen Dinges Maß und Ziel den Menschen auf Leben schenkender Erde. Darum will ich jetzo in meine Kammer hinaufgehen, auf dem Lager zu ruhen, dem Jammervollen, das immer meine Tränen benetzen, seitdem Odysseus hinwegfuhr, Troja zu sehen, die verwünschte, die keiner nennt, ohn Abscheu. Dorthin geh ich zu ruhen, du aber bereite dein Lager hier im Haus auf der Erd oder lass ein Bette dir bringen. Also sprach sie und stieg empor zu den schönen Gemächern. Nicht allein, es gingen mit ihr die übrigen Jungfrauen. Als sie nun oben kam mit den Jungfrauen, weinte sie wieder ihren trauten Gemahl Odysseus, bis ihr Athene sanft mit süßem Schlummer die Augenlider bedeckte. Recht wie ein Heizerweib, ich möcht es ihm übel gedenken, rechts und links ihn zerdreschen und alle Zähn aus dem Maul ihm schlagen, wie einer Sau, die fremde Saaten verwüstet. Auf und gürte dich jetzo, damit sie alle des Kampfes Zeugen seien. Wie willst du des Jüngeren Stärke bestehen? Also zankten sie sich vor der hohen Pforte des Saales, auf der geglätteten Schwelle mit heftig erbitterten Worten. Ihre Worte vernahm Antinoos heilige Stärke, und mit herzlicher Lache begann er unter den Freiern: So was, ihr Lieben, ist uns bisher noch nimmer begegnet. Welche Freude beschert uns Gott in diesem Palaste! Jener Fremdling und Iros, die fordern sich jetzo einander zum Faustkampfe heraus. Kommt eilig, wir wollen sie hetzen. Also sprach er, und schnell erhuben sich alle mit Lachen und versammelten sich um die schlecht gekleideten Bettler. Aber Eupeithes Sohn Antinoos sprach zur Versammlung: Höret, was ich euch sage, ihr edelmütigen Freier. Hier sind Ziegenmagen mit Fett und Blute gefüllet, die wir zum Abendschmaus auf glühende Kohlen geleget. Wer nun am tapfersten kämpft und seinen Gegner besieget, dieser wähle sich selbst die beste der bratenden Würste. Künftig
find er auch immer an unserem Mahle sein Anteil, und kein anderer Bettler soll diese Schwelle betreten. Also sprach er, und allen gefiel Antinoos Rede. Listen sinnend begann der erfindungsreiche Odysseus. Lieben, ich alter Mann, durch so viel Elend entkräftet, kann unmöglich die Stärke des jüngeren Mannes bestehen. Aber mich zwingt der Hunger, die härtesten Schläge zu dulden. Nun, wohlan, verheißt mir denn alle mit heiligem Eidschwur, dass nicht Iros zuliebe mich einer mit nervichter Rechte freventlich schlagen will, ihm seinen Sieg zu erleichtern. Also sprach er, und alle beschwuren, was er verlangte. Und die heilige Kraft Telemachos redete jetzo, denn jetzo umringt dich mancherlei Trübsal. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus. Du, Amphinomos, scheinst mir ein sehr verständiger Jüngling und ein würdiger Sohn von deinem rühmlichen Vater Nisos, der, wie ich höre, ein edler und mächtiger König in Dulichion ist. Dein Blick verkündiget Scharfsinn. Darum sage ich dir jetzt, nimm meine Worte zu Herzen. Siehe, kein Wesen ist so eitel und unbeständig als der Mensch von allem, was lebt und webet auf Erden. Denn solange die Götter ihm Heil und blühende Jugend schenken, trotzt er und wähnt, ihn treffe nimmer ein Unglück. Aber züchtigen ihn die seligen Götter mit Trübsal, dann erträgt er sein Leiden mit Ungeduld und Verzweiflung. Denn wie die Tage sich ändern, die Gott vom Himmel uns sendet, ändert sich auch das Herz des Erde bewohnenden Menschen. Siehe, ich selber war einst ein glücklicher Mann und verübte viel Unarten, vom Trotz und Übermute verleitet, weil mein Vater mich schützte und meine mächtigen Brüder. Drum erhebe sich nimmer ein Mann und frevele nimmer, sondern genieße, was ihm die Götter bescheren, in Demut. Welchen Greuel erblick ich, den hier die Freier beginnen, wie sie die Güter verschwelgen und schmähen die Gattin des Mannes, welcher vielleicht nicht lange von seinen Freunden und Ländern ferne bleibt, vielleicht schon nah ist. Aber es führe dich ein himmlischer Heim, dass du nicht jenem begegnest, wann er wieder zurück in sein liebes Vaterland kehret. Denn die Freier allhier und jener trennen sich schwerlich, ohne Blut, voneinander, sobald er unter sein Dach kommt. Also sprach er und goss des süßen Weines den Göttern, trank und reichte den Becher zurück dem Führer der Völker. Dieser ging durch den Saal mit tief verwunderter Seele und mit gesunkenem Haupt, denn er ahnete Böses im Herzen. Dennoch entrann er nicht dem Verderben. Ihn fesselt Athene, dass ihn Telemachos Hand mit der Todeslanze Leben entflöhe oder mit sanftem Schlage
nur bloß auf den Boden ihn streckte. Dieser Gedanke schien dem Zweifelnden endlich der beste: sanft zu schlagen, um nicht den Achaiern Verdacht zu erwecken. Iros schlug mit der Faust die rechte Schulter Odysseus, dieser ihm unter das Ohr, an den Hals, daß der Kiefer des Bettlers knirschend zerbrach und purpurnes Blut dem Rachen entstürzte. Schreiend fiel er zu Boden, ihm klappten die Zähn und die Füße zappelten stäubend im Sand. Da erhuben die mutigen Freier jauchzend die Händ und lachten sich atemlos. Aber Odysseus zog ihn beim Fuß aus der Tür und schleppt ihn über den Vorhof durch die Pforte der Halle. Da lehnt er ihn mit dem Rücken gegen die Mauer des Hofs und gab ihm den Stab in die rechte. Und er redet ihn an und sprach die geflügelten Worte: Sitze nun ruhig hier und scheuche die Hund und die Schweine, hüte dich ferner, den Armen und Fremdlingen hier zu befehlen, elender Mensch, damit dir kein größeres Übel begegne. Also sprach er und warf um die Schulter den hässlichen Ranzen, allenthalben geflickt mit einem geflochtenen Tragband, ging zur Schwelle zurück und setzte sich. Aber die Freier gingen mit herzlichem Lachen hinein und grüßten ihn also: Fremdling, dir gebe Zeus und die andern unsterblichen Götter, was du am meisten verlangst und was dein Herz nur begehret, weil du unsere Stadt von dem unersättlichen Bettler hast befreit. Bald werden wir ihn fortsenden zum König Echetos in Epeiros, dem Schrecken des Menschengeschlechtes. Also sprachen die Freier. Der vorbedeutenden Worte freute der edle Odysseus sich herzlich. Antinoos bracht ihm jetzo den großen Magen mit Fett und Blute gefüllet, und Amphinomos nahm 2 Brot aus dem zierlichen Korbe, brachte sie, trank ihm zu aus goldenem Becher und sagte: Freue dich, fremder Vater, es müsse dir wenigstens künftig wohl ergehen. Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Voss. 18. Gesang. Odysseus kämpft mit dem Bettler Iros. Amphinomos wird umsonst gewarnt. Penelopeia besänftigt die Freier durch Hoffnung und empfängt Geschenke. Odysseus von den Mägden beleidigt, von Eurymachos verhöhnt und geworfen. Die Freier gehen zur Ruhe. Jetzo kam ein Bettler von Ithaka, welcher die Gassen Haus bei Haus durchlief, ein weit berüchtigter Vielfraß. Immer füllt er den Bauch mit Essen und Trinken und hatte weder Stärke noch Kraft, so groß auch seine Gestalt war. Dieser hieß Aeneas, denn also nannt ihn die Mutter bei der Geburt. Allein die Jünglinge nannten ihn Iros, weil er gerne mit Botschaft ging, wenn es einer verlangte. Dieser kam, Odysseus von seinem eigenen Hause wegzutreiben.
Er schalt ihn und sprach die geflügelten Worte: Geh von der Türe, du Greis, dass man nicht beim Fuße dich schleppe. Merkst du nicht, wie man rings mit den Augenwimpern mir zuwinkt, dich von hinnen zu schleppen? Allein ich scheue mich dennoch. Auf denn, oder es kommt noch zwischen uns beiden zum Faustkampf. Zürnend schaute auf ihn und sprach der weise Odysseus: Elender, hab ich doch nimmer mit Wort oder Tat dich beleidigt. Auch mißgönn ich's dir nicht, wie viel dir einer auch schenke. Und die Schwelle hat Raum für uns beide. Du mußt nicht so neidisch sehn bei anderer Milde. Du scheinst mir ein irrender Fremdling, eben wie ich. Der Reichtum kommt von den seligen Göttern. Aber fordre mich nicht so übermütig zum Faustkampf, dass ich nicht zürn und dir, trotz meines Alters, mit Blute Brust und Lippen besudle. Dann säß ich morgen vermutlich noch geruhiger hier, denn schwerlich kehrtest du jemals wieder zurück in das Haus des Laertiaden Odysseus. Und mit zürnendem Blick antwortete Iros, der Bettler: All ihr Götter, wie rasch der verhungerte Bettler da plappert. Fremdling, gebeut es dein Herz und deine mutige Seele. Treib ihn getrost hinweg und fürchte der andern Achaier keinen. Wer dich verletzt, der hat mit mehreren zu kämpfen. Dein Beschützer bin ich, und beide verständige Fürsten hegen, Antinoos dort und Eurymachos, gleiche Gesinnung. Seine Rede lobten die übrigen, aber Odysseus gürtete sich um die Scham mit seinen Lumpen und zeigte schöne, rüstige Lenden. Auch seine nervichten Arme wurden entblößt, die Brust und die breite Schulter. Athene schmückt unsichtbar mit Kraft und Größe den Hirten der Völker. Aber die Freier alle umstaunten die Wundererscheinung. Einer wendete sich zu seinem Nachbarn und sagte: Iros, der arme Iros, bereitet sich wahrlich ein Unglück. Welche fleischichte Lende der Greis aus den Lumpen hervorstreckt. Also sprachen die Freier, und Iros ward übel zumute. Aber es gürteten ihn mit Gewalt die Diener und führten ihn, wie er zitterte, fort, und sein Fleisch umbebte die Glieder. Und Antinoos schalt ihn und sprach mit drohender Stimme: Wärst du doch tot, Großprahler, ja wärst du nimmer geboren, da du vor diesem so bebst und so entsetzlich dich anstellst, vor dem alten Manne, den mancherlei Elend geschwächt hat. Aber ich sage dir an, und das wird wahrlich erfüllet. Schlägt dich dieser zu Boden und geht als Sieger vom Kampfplatz, siehe, dann send ich dich gleich im schwarzen Schiffe zum König Echetos in Epeiros
dem Schrecken des Menschengeschlechtes, dass er dir Nas und Ohren mit grausamem Erze verstümmle und die entrissene Scham den Hunden gebe zu fressen. Sprach's, da zitterte jener noch stärker an Händen und Füßen, aber sie führten ihn hin, und beide erhoben die Fäuste. Nun ratschlagte bei sich der herrliche Dulder Odysseus, ob er ihn schlüge, daß gleich auf der Stelle sein